es gleich an zu regnen. Es ist schon ordentlich am Stürmen. Nee, Buenos Dias. So heißt es doch, oder nicht? Hallo? 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 Ja, hier fängt es gleich an zu regnen. Es ist schon ganz schön am Stürmen. Ja, wir sind gestern hier angekommen. Diesmal nicht ganz so aufregende Anreise wie sonst. Es hat alles geklappt. Unser Uber ist pünktlich morgens gekommen. Der Alfredo von BlaBlaCar hat uns mitgenommen. Wir sind tief nach Oaxaca geflogen. Mit einem, wie sagt man nochmal? VW Jetta. Ja, aber mit so einem Bleifuß. Ah ja. Genau. Es gab nicht eine Pinkelpause. Ja, und dann kommen wir in Neuchâtel an und haben dem Alfredo gesagt, er soll uns ein bisschen früher rauslassen. Weil wir dachten, von da aus wäre eine gute Möglichkeit, ein Uber zu nehmen. Oh, Shrimpy, was passiert hier? Ja, dann stehen wir da in Neuchâtel. Ich gucke auf die Uber-App, keine Ubers in Neuchâtel. Und wir sind zu Fuß 43 Minuten entfernt gewesen mit unseren riesigen Rucksäcken. Und ich weiß nicht, ob man es hier im Hintergrund sieht. Hier ist es ziemlich bergig. Also sind wir losmarschiert. Ja, den Gulli auch. Sagst du als Kanalreiniger? Genauso aus wie in Deutschland. Guten Morgen. Auch beim Reisen fallen alltägliche Aufgaben an, die wir euch nicht vorenthalten möchten und deswegen zeigen. Um Geld zu sparen, ist es immer am besten, so viel wie möglich selber zu machen. Dazu gehört vor allen Dingen Waschen und Kochen. Während ich also dieses Video schneide und unseren Blogbeitrag schreibe, habe ich das große Glück, dass Timo gerne die Haushaltsaufgaben übernimmt. Da wir in einem Airbnb sind, wo es noch 3 weitere Räume gibt, die vermietet werden, dauert es nicht lange, bis Timo beim Kochen in der Küche Gesellschaft bekommt. Unser mexikanischer Mitbewohner Carlos bringt direkt einen Karton Coronitas mit, die kleine Version von Corona-Bieren. Es stoßen unsere restlichen Mitbewohner hinzu und es eskaliert schnell zu einer Küchenparty. Bei ein paar Bieren lässt es sich gut austauschen über Herkunft, Arbeit und natürlich Reisen und Zukunftspläne. Wir haben großes Glück, dass wir uns alle auf Anhieb verstehen, erzählen und lachen. Auch wenn man sich noch nicht so lange kennt, so ist die gemeinsame Zeit doch oft sehr intensiv. Und zwischendurch gefeiert und angestoßen, por la vida wird natürlich auch. Like the king. Hallo, hallo, hallo von den Monte Alban, den Weißen Bergen. Wir sind hier an den Pyramiden heute. Das hier ist der Altar, da werden Leute geopfert. Da drüben ist der Altar, da werden Leute geopfert. Und ich meine, es gibt schlechtere Orte zum Sterben als hier. Wenn du mit Ehre stirbst als Maya, Zapoteke, Inka, wie auch immer. Die ganzen Leute wohnten hier zusammen und sind die Mixteken dann. Mesoamerikaner. Sind mit Ehre gestorben und ins Paradies gekommen. Same story, different place. Hola amigo. Watch your steps. Mind the gap. Wie geht's dir heute? Spitze?
zu tun und was ganz anderes zu tun. Ja, so vergeht Jahr um Jahr und es wird mir schnell klar, dass nichts ist, dass nicht bleibt, wie es war. Schon wieder ein Altar. Hier werden Penisse abgeschnitten. Und Köpfe. Und Köpfe. Achtung. Mind the gap. Also in dieser Ecke, bei diesem Tempel hier, ist man sich unsicher, ob es sich dabei um ein Krankenhaus oder um ein Gefängnis handelte. Ausschlaggebend dafür ist einer der Steine, der hier vorne steht. Und zwar ist es dieser Stein hier. Und hier soll angeblich gezeigt worden, wo Penis abgeschnitten wird oder das Ganze hier stellt ein Baby dar. Man weiß es nicht. Bei den Steinen handelt es sich um Kopien und die Originale stehen in einem Museum. Oh, hello there. Hello there. Some time for nonsense? Hey, Can you me and offer... my tea are so interested on this pyramid. I think this is the precious one that I ever seen. Oh, really? Oh, really, darling? That's amazing. What kind of tea are you drinking, darling? Oh, Camilla tea. You know what I mean? Camilla. Camilla? Is it wildly growing here? Ist der Finger oben? Wird man dich loben? Für ein Glück, dass die Azteken auch damals schon Toiletten hatten. Sapotheken. Zapotheken. Excuse me. Excuse me? Is this 2023? My English is good, but not so well. Sanitarius. I thought it was called baños. Sanitario. Ich war eben kurz davor, mir mit dem Messer in den Finger zu stechen und ein bisschen so an den Altar zu schmieren. Ich bin ehrlich. Welchen Gott betest du an? nein, Der nein. Erde, der Ich Unterwelt? sag nur Danke und Peach. Baños secos. Secos. Oh, thank God. Thank God for Baños secos. Dafür opfern wir auch ein bisschen Blut. Hier an den Baños. Say hello to the German audience. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Hast du ein bisschen Schnaps? Snaps. Snaps. Das ist Betsy. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too. Immer wenn man hochgeht, muss man auch wieder runtergehen. Oh yeah, 15 minutes. Oh. Zack. Da ist Chiara. This is our new friend from San Diego. He makes weird music, I hear. What up, what up? What? Stay strange, San Diego. Get on that. Zack. Oh. Hey du! Hey du, ist ja eine Action Cam, muss man mal ein bisschen Action machen. Holy Mountain. So, jetzt haben wir den Monte Alban bestiegen, haben Tempel gesehen. Das ist das erste Mal, dass wir eine Touristenattraktion mitgemacht haben und das keine Falle war. Zweite Mal. Wir finden Oaxaca echt gut und würden behaupten, das hat sich gelohnt. 33 € pro Person per TripAdvisor. Wir haben eine super coole Gruppe gefunden. Ein paar Leute aus Mexiko, die Betsy aus Mexiko, Sam und Mandy aus Amerika, San Diego, California. We are Chiara and Timo from Germany, Cologne. Jetzt gehen wir ins Museum. Hey Buddy. Hey, wir kennen uns ja schon. Er ist mein neuer Freund. Oh, dich würde ich gerne mitnehmen und rasieren.
4 o'clock. Jetzt haben wir unsere Freunde kennengelernt. Jetzt gehen wir auch ein Bierchen trinken. Cervezas, por favor. Hola. Hola. Boah, der krasser Käfer. Okay, geh. Thank you. Und jetzt? Alter, hier hängen überall die Kabel runter. Hier ist ein Baum umgekippt. Der Sturm hat gestern ein ganz schönes Ding hier reingerissen. Guten Morgen. Nach einer kurzen Nacht werden wir jetzt ein paar Snacks holen und zum Frühstücken was. Und dann fahren wir zu den Wasserfällen und heißen Quellen hier in der Nähe. Hoffen, dass die Tour was ist. Aber nach höchstwahrscheinlich noch ein Stopp bei einem Teppichladen und in einem Restaurant, was nicht so unser Ding ist, weil wir wollten eigentlich nur die Wasserfälle sehen. Aber ja, hoffen wir das Beste. Frühstück, wichtigste Mahlzeit am Tag. Frühstück ist da. Und jetzt geht's wieder hoch zum Apartment, bisschen preparen. Gleich werden wir abgeholt vom Bus. Kannst du da Fotos machen? Weiter geht's. Das hier ist doch der Aussichtspunkt, oder? Hammer. Also wir haben mit David und Farina eine Tour gebucht und sind mit einem Bus gefahren. Wir haben extra einen Halbtag gemacht, weil die beiden heute weiterfahren heute Nachmittag. Und guckt euch kurz die Aussicht an. Auf jeden Fall sind wir mit dem Bus abgeholt worden. Ich muss die ganze Zeit auf den Boden gucken, weil ich passende Schuhe angezogen habe, nicht zu wandern. Und sind mit dem Bus abgeholt worden, mussten dann in einen größeren Bus umsteigen. Dann wurde uns gesagt, dass zwischendurch ein Kaffeestopp gemacht wird. Da waren wir schon ein bisschen genervt, sage ich jetzt mal, weil das vorher nicht abgesprochen war. Wir hatten extra mit denen, oder David hatte vorher abgeklärt, dass das schon alles im Preis mit enthalten ist. Und nach dem Kaffeestopp ging es weiter und auf einmal sollten wir dann doch nochmal 70 Pesos bezahlen, um jetzt 50 Minuten zu den Wasserfällen zu hiken. Zu rennen, ja. Wir müssen ja auch wieder zurück, aber die Aussicht ist es auf jeden Fall wert. Trotzdem mir mal angeguckt. Also wir haben gerade rausgefunden, die Wasserfälle haben gar kein Wasser. Das sind die, was ist denn das dann, Kalk? Und weil wir sie nicht als Wasserfälle erkannt haben, sind wir dran vorbeigerannt. Wow. Wow. Wow, look at it.
It's waterproof. It's filling all the tea. That'll be fucking waterproof, man. 10 meters waterproof, I told you. What kind of tea are we having today, darling? Monsalia. Is it good? Das Wasser ist Of course it's good. It's my tea. What do you say? Ah, marvelous. A marvelous tea. But you missed the honey, darling. I put the sugar inside. It's much cheaper. That's the money we saved and then had to spend on the entrance. Pimiento. Sí, está bien. ¿Algo más? Está bien. Ah, Limette. Oh, und 2 Limetten bitte. These